Längere Serviceintervalle, mehr Kontrolle und vor allem mehr Komfort auf dem Trail. All das verspricht RockShox mit der neuen ZEP und dem neuen Vivid Air Dämpfer. Ich bin hier in Neuseeland, konnte beides bereits gründlich testen. Und wenn euch interessiert, was die Änderungen alles auf dem Trail für Ergebnisse bringen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Kommen wir also mal zunächst zur neuen RockShox ZEP Ultimate, wie immer dem absoluten Topmodell in der Reihe, das ich hier testen konnte. Und die größte und auffälligste Neuerung ist dieser ominöse schwarze Kasten auf der Luftseite. Manche von euch haben ihn vielleicht schon im Enduro-Weltcup beim einen oder anderen Fahrer gesehen. Auch die neue RockShox Boxer verfügt darüber und das ist die neue Linear XL Luftkammer. Darunter verbirgt sich nichts, das ist einfach nur ein Hohlraum auf der Federseite und der Grund ist, dass, manche von euch kennen es vielleicht, wenn die Gabel einfedert, dann staut sich nicht nur das Luftvolumen in der Luftfeder zusammen, sondern auch im Casting. Und zwar auf der Luftseite mehr als auf der Dämpferseite, weil in der Luftseite einfach weniger Platz ist. Und um das auszugleichen, hat SRAM einfach da so ein zusätzliches Volumen geschaffen. Das ist nicht das Einzige, sie haben noch mehr gemacht. Zum Beispiel gibt es jetzt so Löcher in den Standrohren, die sieht man natürlich nicht, wenn die Gabel zusammengebaut ist. Aber die sorgen eben dafür, dass beim Ein- und Ausfedern die Luft in den verschiedenen Hohlräumen, zum Beispiel zwischen den Buchsen und so weiter, sich immer ausgleichen kann und sich nirgendwo quasi ungewollte Luftfedern ergeben, die nicht im Design irgendwie bedacht sind und die dann zu Inkonsistenzen führen können. Das ist also eine recht offensichtliche Änderung und soll einfach zu mehr Kontrolle auf dem Trail sorgen. Eine weitere Änderung an der Luftfeder ist, die steckt jetzt wie schon bei der vorherigen Boxer und bei der neuen Boxer in einer extra Kartusche. Also der Kolben läuft nicht mehr direkt im Standrohr und das führt dazu, dass RockShox diese Luftablassventile quasi für die zusätzlich aufgestaute Luft im Casting, zum Beispiel wenn die Gabel heiß wird, oder einfach so Luft einsaugt beim Federn oder wenn es Höhenunterschiede gibt. Das kennt man ja schon vorher, diese Ventile waren vorher hier unten am Casting, jetzt sind sie hier oben unter der Brücke und das geht eben dank dieser Kartusche. Außerdem führt die Kartusche dazu, dass man jetzt viel höhere Luftdrücke in der Feder fährt, die insgesamt auch linearer und damit laut RockShox kontrollierbarer geworden ist. Und die hohen Luftdrücke führen eben dazu, dass man nicht irgendwie 1-2 PSI ablassen muss und es fühlt sich ganz anders an, sondern man deutlich gröber quasi den Luftdruck bestimmen kann, ohne jetzt gleich das Fahrverhalten komplett zu ruinieren. Eine andere super interessante Sache, RockShox hat versucht, die Reibung zu minimieren, so weit wie möglich. Und dazu haben sie die Butterwagon Technology eingeführt. Das ist ein bisschen bescheuerter Name, wenn man mich fragt. Heißt einfach nur, vielleicht haben es manche schon gesehen, in der Boxer gibt es jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Es gibt so einen Golfball-Look quasi in den Standrohren, die quasi im Inneren des Castings stecken. Also das sieht man normalerweise nicht. Und es sind einfach ganz viele kleine Löcher in den Standrohren und die führen eben dazu, dass die Löcher Öl von unten aufnehmen und an den Buchsen vorbeiziehen und oben quasi wieder ausspucken sollen, dass die Gabel immer wieder schön benetzt wird und immer schön geölt ist. Und das sorgt eben auch dafür, dass die Serviceintervalle der Gabel insgesamt länger geworden sind, im Schnitt so um 30–50% des bisherigen Intervalls. Eine super interessante Sache ist, es gibt einen neuen Einsteller und zwar unten auf der Luftseite, was man bisher auf jeden Fall noch nicht kannte. Und dabei handelt es sich um den ABL-Einsteller. Das Ganze steht für Adjustable Bottom Out und bedeutet im Prinzip, da drin ist ein fettes Elastomer, wie man es von der Boxer schon seit Jahren kennt. Das kann man jetzt eben um 10 mm hoch oder runter schieben. Das heißt, es fließt in die letzten 7 bis 17 mm vom Federweg ein. Und ja, soll einfach quasi Durchschläge verhindern und für so ein smoothes Bottom-Out-Gefühl und nicht dieses metallische, hässliche Klönken sorgen quasi. Ansonsten hat RockShox neben quasi der Kontrolle versucht, einfach die Reibung so sehr wie möglich zu maximieren. Eine Maßnahme dafür war, ein bisschen schwereres Öl wieder zu benutzen. Es ist auch mehr Öl in den Standrohren, auch wieder ein Grund, warum die Serviceintervalle länger geworden sind. Man hat auch mit Maximal da einem eigenen Öl gearbeitet, das wundervoll bringen soll quasi. Auf jeden Fall sagen sie, die Gabel hat weniger Reibung als vorher. Eine andere Sache sind die Staubabstreifer, die wurden auch überarbeitet. Da gibt es so einen Effekt, wenn quasi die Feder die Gabel einfedert und der Druck im Casting steigt, dass die Staubabstreifer so ein bisschen zusammengedrückt werden und quasi die Standrohre greifen. Das will man auf gar keinen Fall haben. Und da haben sie scheinbar jetzt eine Lösung für gefunden, sagen sie. Auch das hat die Reibung minimiert. Dazu eben die ganzen Geschichten mit der Luftfeder. Insgesamt soll die Gabel viel smoother sein und das ist ein Grund, warum die neue Charger 3.2 Dämpfung deutlich härter abgestimmt ist. Es ist ein neuer Shim-Stack, der ist jetzt härter vorgespannt über eine Wellenfeder.
Das ist der einzige Grund, warum die Dämpfung nicht rückwärtskompatibel ist. Also man kann die 3.2 Charger nicht in eine ältere Gabel bauen, weil die einfach überdämpft wäre. Die funktioniert quasi nur in dem neuen Modell, das so viel weniger Reibung hat. Und noch eine ganz nette Sache ist, dass jetzt alle Einsteller quasi nummeriert sind. Also man hat nicht nur dieses Plus-Minus, sondern immer noch einen Nullwert und dann hat man zum Beispiel beim Highspeed plus oder minus 2 Klicks, bei den anderen entsprechend mehr. Also da kann man sich die Settings jetzt wesentlich leichter merken. Ansonsten ist jetzt vorne hier so ein Plastikding auf dem Arch drauf, auf der Brücke zu Deutsch. Und es gibt zwei verschiedene Fenderoptionen, die hinten verschraubt werden, einen langen und einen kurzen. Der kurze ist meinen Informationen nach im Lieferumfang enthalten. So ziemlich alles neu ist auch am Vivid Air Dämpfer. Wer von euch das Video zum Downhill-Fahrwerk vor einigen Wochen bis Monaten gesehen hat, dem wird viel bekannt vorkommen, deswegen halte ich mich relativ kurz. Die größte Neuerung ist im Prinzip der neue Piggyback, also dieser Ausgleichsbehälter, den man hier sieht. Der wurde komplett neu entwickelt und soll jetzt einfach einen besseren Rebound-Kreislauf haben, dass das Öl einfach schneller wieder zurückfließt, nicht so viele Umwege machen muss. Das sorgt einfach dafür, dass man die Dämpfung besser kontrollieren kann. Die Low-Speed-Compression wurde quasi im Speed ein bisschen angehoben, sodass RockShox jetzt von einer Mid-Speed-Compression spricht. Was sie sagen, ist ein bisschen geiler auf dem Trail. Das quasi wirkt sich jetzt mehr auf Schläge aus, die auf dem Trail auch wirklich vorkommen. Ansonsten eine ziemlich coole Sache ist, dass der Druck im IFP, also in dieser gasvorgespannten Kammer hier in dem Ausgleichsbehälter, der konnte dadurch, dass der Kreislauf jetzt viel simpler ist, einfach total gesenkt werden. Ich glaube von 200 auf 125 PSI. Und das sorgt einfach dafür, dass man weniger Losbrechmoment hat, trotzdem keine Kavitation laut RockShox, insgesamt einfach ein smootheres Fahrverhalten. Ansonsten hat man auch hier darauf geachtet, dass man keine quasi Luftdämpfung hat, in dem Sinne, dass irgendwo der Druck sich nicht schnell genug angleichen kann, hat einfach alle Löcher größer gemacht, dass sich das alles geschwindigkeitsunabhängig super schnell ausgleicht. Dadurch will man einfach mehr Kontrolle haben. Und auch hier wurde der Dämpfungskolben angepasst. Da hat man eng mit dem Commercial Mack auf Downhill Team zusammengearbeitet, hat dann einen komplett neuen Shim-Stack entwickelt und verspricht sich auch davon einfach mehr Kontrolle und weniger Service-Nöte auf dem Trail. Kleiner Szeneriewechsel, ich bin zurück im mittlerweile frühlingshaften Europa. Ihr seht das Trackfuel LX, das ich hier als Testbike fürs Fahrwerk hatte. Hat ein paar Meilen gesammelt, ist ordentlich dreckig geworden. Ich bin sowohl in Neuseeland einige Tage als jetzt auch mehrere Wochen lang auf meinen Hometrails mit dem Fahrwerk gefahren. Und deswegen wird es Zeit für die Testeindrücke. Und ich will mich da vor allem auf die Gabel ein bisschen konzentrieren. Zum Dämpfer sage ich aber auch ein paar Worte. Und in Neuseeland hatte RockShox auf jeden Fall einiges Personal am Start, auch das Entwicklungsteam, und die haben mir echt ganz gut helfen können, da ein erstes Setup zu finden, haben mir viel erklärt. Das war ziemlich cool, aber im Prinzip habe ich mich an die Vorgaben gehalten, die auch an der Gabel erstmal aufgedruckt sind. Man fährt jetzt deutlich mehr Druck als zuvor und bin da erst noch mit ein bisschen viel auch gestartet, habe das dann nachher gesenkt und bin im Prinzip in dem Bereich gelandet, den man bei meinem Gewicht erwarten würde. Compression-Einsteller habe ich einfach auf die Mitte auf 0 gestellt und Rebound nach Gefühl eher ein bisschen schnell. Das gilt sowohl für vorne als auch hinten. Hinten einfach mich an die knapp 30% Sek gehalten und keinerlei Tokens verbaut. Und so bin ich eben gestartet und das allererste, was auffällt, ist, sowohl die Gabel als auch der Dämpfer des Fahrwerks einfach verdammt sensibel. Es ist wirklich krass. Wie schon auch bei der Boxer, wobei ich es hier mit weniger Federweg fast noch auffälliger finde. Es spricht unglaublich gut an, auch wenn ich jetzt mal zu Hause mit Freunden gefahren bin und die sich mal draufgesetzt haben, war das immer der allererste Kommentar. Ich weiß, dass RockShox die Sachen, die sie mir gegeben haben, noch mal extra zerlegt und nachgeguckt haben, ob das auch alles passt. Aber von dem, was ich gehört habe, habe ich dann recht großes Vertrauen, dass auch die Serienprodukte da ähnlich beeindruckend performen. Also da haben die Maßnahmen zur Reibungsreduktion, die RockShox angepriesen hat, auf jeden Fall echt eine ziemliche Wirkung erzielt. Ansonsten fällt eigentlich auf, dass die Dämpfungsklicks wirklich sehr definiert sind und sich spürbar auswirken. Das finde ich echt cool zum Einstellen, ist praktisch, gilt auch analog vorne und hinten, und vor allem hat man das Gefühl, dass wenn man quasi dieselbe Einstellung um einen Klick vorne und hinten variiert, es sich sehr ähnlich anfühlt. Also man kriegt quasi ein echt ein gut ausbalanciertes Rad. Das macht es irgendwie schon einfach quasi, einfach die Balance vom Rad zu halten, und da kann ich eigentlich bestätigen, was RockShox angepriesen hat, nämlich dass die Entwicklungsteams von Dämpfer und Gabel stark zusammengearbeitet haben. Und auch sonst fällt auf, die komplette Dämpfungsrange ist total brauchbar. Also es ist echt krass, man kann von ganz offen bis ganz geschlossen eigentlich alles gut fahren.
tendieren würde ich eher zu Mitte bis geschlossen. Wenn es zu offen ist, finde ich, hängt vor allem die Gabel, aber auch der Dämpfer schon sehr tief im Federweg, fühlt sich ein bisschen zu fluffig, zu träge an. Aber man kann beides wirklich gut fahren, kann beides aggressiv fahren. Und es könnte mir sogar Situationen vorstellen, wo man vielleicht mit einer komplett geschlossenen Dämpfung Low- und High-Speed fahren möchte. Wenn man jetzt einen sehr harten Trail hat, wo man viel, also einfach Hardpack, vielleicht Bikepark-Anlieger, wo man richtig viel pushen will, funktioniert die Gabel immer noch gut und generiert immer noch Grip. Auf den meisten Naturtrails wäre es natürlich nicht das bevorzugte Setting. Für einen Rebound gilt eigentlich Ähnliches. Da habe ich deutlich weniger verändert, weil ich den einfach gut im Gefühl habe mittlerweile, wie ich das haben möchte. Aber auch dort sind die Klicks auf jeden Fall definiert. Interessant fand ich auf jeden Fall noch, dass ich einerseits, ich bin ein bisschen mehr High-Speed-Compression gefahren, fand die Einstellung auch noch spürbarer als die Low-Speed, aber beides kann man gut auseinanderhalten. Die fühlt sich dann so ein bisschen nach Sportwagen-Setting an, als wird so minimal harscher, dafür steht die Gabel höher im Federweg und generiert immer noch super Grip. Da bin ich ein bisschen quasi ins Plus gegangen, so plus 1 bis 2 Klicks von 0 aus, um die Gabel eben höher in den Federweg zu bekommen, weil sie mir teilweise etwas tief drin gehangen hat. Und gleichzeitig, obwohl die Luftfeder ja deutlich linearer ist, hatte ich Probleme, den Federweg ganz auszunutzen. Ist vielleicht falsch, weil ich bin jetzt ohnehin niemand, der an der Gabel gerne einen Durchschlag hat. Also ich stelle mein Fahrwerk ohnehin so ein, dass ich eigentlich wirklich in absoluten Notsituationen, also wenn ich einen Durchschlag an der Gabel habe, dann habe ich quasi eins von meinen 9 Leben verbraucht. Aber trotzdem wäre ich gerne teilweise ein bisschen näher quasi ans Ende gekommen. Kurioserweise habe ich am Ende dann sogar einen Token eingebaut und fand es damit besser. Es ist uns ja aufgefallen, wenn ich denselben Trail, im selben Speed fahre, dass der rote Ring quasi noch tiefer sitzt, also ich noch weniger ans Ende komme. Aber ich fand einfach, die Gabel ist immer noch sehr sensibel, spricht immer noch super an. Und ich habe das Gefühl, dass einfach die Fahrhöhe, die dynamische Fahrhöhe, dass mein Lenker einfach im Schnitt ein bisschen höher steht. Und da macht ein Token schon viel aus. Ich könnte mir jetzt aber nicht vorstellen, mehr als einen Token zu verbauen. Interessant ist außerdem noch die ABO-Einstellung, die ja neu ist. Ich finde die ein interessantes Feature. Ich bin in der Mitte gestartet, habe es auch mal ganz reingedreht probiert. Ehrlich gesagt hat sie bei mir einfach keine große Wirkung, weil ich ohnehin selten in die Range gekommen bin, wo die sich auswirken würde. Und am Ende habe ich sie komplett rausgedreht und bin da jetzt einige Tage mit gefahren und ich habe wenig von gemerkt. Wie gesagt, weil ich bin viel Single Trails gefahren, auch hartes Zeug, aber eher Sachen, wo man fette Wurzeln und Steine hat und wo ich jetzt aber nicht die ganze Zeit quasi ans Ende vom Federweg komme. Wenn man so einen Trail hat oder wer das Problem hat, für den ist es echt ein gutes Setting. Ich glaube aber für die meisten Trailfahrer wird es einfach keine große Auswirkung haben. Es stört aber nicht, es hat keinerlei quasi Querwirkung auf irgendwelche anderen Einstellungen. Also es ist nicht so wie manchmal bei getrennten Druckstufeneinstellern, dass die Leute sich nicht so im Klaren drüber sind, dass sie da, wenn sie das eine verstellen, das andere beeinflussen. Es ist hier nicht so, sondern es ist einfach eine getrennte Einstellung und wer es braucht, braucht es und wer nicht, tja, dem tut es halt auch nicht weh. Ganz kleine Anmerkung ist vielleicht noch zu den Druckablassventilen, die jetzt oben an der Brücke sind. Es ist eine Position, die auf jeden Fall besser erreichbar ist. Ich finde ein bisschen blöd, dass es wieder zum Drücken ist. Ich fand tatsächlich die Drehversion, die es zwischendurch mal gab, besser, weil man da nicht so ölige Finger bekommen hat. Sie haben extra hier so Rillen drin, dass es nicht so wild ist, aber trotzdem, man kriegt auf jeden Fall immer einen öligen Handschuh. Kommen wir also zu einem Fazit. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, das neue Fahrwerk ist wirklich super sensibel und für mich ein großer Fortschritt ist wirklich, wie definiert die Klicks der Dämpfung sind und wie brauchbar die komplette Dämpfungsrange ist. Ich glaube, das macht es Leuten, die vielleicht bisher dann nicht die allergrößten Experten waren, sich manchmal nicht herangetraut haben, verschiedene Sachen zu probieren, macht es denen einfach deutlich leichter, da mal ein bisschen zu experimentieren und vielleicht ein für sie besseres Setting zu finden. Ehrlich gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt kann ich keinerlei Nachteile am neuen Fahrwerk feststellen. Es ist nicht günstig, es war vorher schon nicht günstig, da hat sich nichts dran geändert. Es ist eben das High-End-Fahrwerk von RockShox und es sind alles sinnvolle Verbesserungen. Ich kann keinen großen Nachteil erkennen. Also wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Fahrwerk für euer Enduro-Bike seid, dann könnt ihr euch die neue RockShox ZEP und den RockShox Vivid Air auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, dass das Video für euch informativ war. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann postet sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch mehr Details wissen wollt, dann verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung den Artikel zum Test, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt mit noch mehr Detailinfos. Deswegen schaut auf jeden Fall rein und bis zum nächsten Mal.